Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr panierte Schnitzel ganz einfach im Backofen zubereiten könnt. Dafür habe ich hier 4 Schweineschnitzel aus der Oberschale. Die Schnitzel als erstes zwischen 2 Lagen Frischhaltefolie einschlagen und danach mit einem Fleischklopfer, Plattiereisen oder einem kleinen Topf leicht flach klopfen. Als nächstes eine Panierstraße vorbereiten, das heißt 3 Schalen oder Teller bereitstellen, eine mit 50 bis 75 Gramm Mehl, danach eine mit verquirltem Ei, gewürzt mit einer guten Prise Salz und Pfeffer und einer letzten Schale mit ca. 100 Gramm Paniermehl oder Semmelbrösel. Das Paniermehl wird zusätzlich mit einem gehäuften Teelöffel Paprikapulver gewürzt. Das sorgt neben dem Geschmack auch für eine richtig schöne Farbe der Schnitzel. Wenn das erledigt ist, können wir anfangen, das Fleisch zu panieren. Dafür werden die Schnitzel als erstes im Mehl gewendet, das überschüssige Mehl etwas abklopfen, dann durch das verquirlte Ei ziehen, das Ei etwas abtropfen lassen und zum Schluss ein paar Mal in den gewürzten Semmelbröseln wenden, bis das Schnitzel rundherum mit Paniermehl bedeckt ist. Das Ganze jetzt für die restlichen Schnitzel wiederholen, die fertigen panierten Schnitzel nebeneinander auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. So sehen sie dann aus. Und zum Schluss müssen wir die Schnitzel nur noch mit einem guten Schuss Öl beträufeln und anschließend im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober-Unterhitze ca. 15 bis 20 Minuten backen, bis die Schnitzel goldbraun und knusprig sind. Während die Schnitzel im Ofen sind, kümmern wir uns um die Beilage. Ich habe mich für einen schnellen Gurkensalat entschieden, dafür eine Salatgurke in dünne Scheiben hobeln, danach Dillspitzen von 5 bis 6 Zweigen abzupfen, fein hacken und zu den Gurkenscheiben geben. Außerdem eine Knoblauchzehe abziehen und ebenfalls dazu pressen. Dann noch einen Becher saure Sahne, einen Schuss Olivenöl, einen Schuss Weißweinessig und zu guter Letzt eine Prise Salz und Pfeffer dazugeben. Anschließend alles einmal gut umrühren, bis sich alle Zutaten gleichmäßig verteilt haben und dann sind wir damit fertig. Die Schnitzel nach ca. 15 Minuten aus dem Ofen holen. So sehen sie dann aus. Eine goldbraune Farbe, wunderbar knusprig und die Panierung leicht gewellt. Anschließend sofort auf Tellern anrichten. Dazu eine Portion Gurkensalat und Zitronenspalten servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch einen guten Appetit. Viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.